Wie geht politische Korrektheit auf Hamburgisch im 18. Jahrhundert? Wie viele Autoren braucht eine Oper? Was passiert, wenn ein junger König Heißhunger bekommt? Wenn Sie keine Antworten darauf haben, bleiben Sie bei uns. Heute vor 300 Jahren am Gänsemarkttheater, das Hamburger Opernkalendarium. Heute vor 300 Jahren, am 15. Mai 1724, ist im Hamburger Theater am Gänsemarkt die Oper Der ehrsüchtige Arsaces zu sehen. Der Hamburger Musiker, Aufklärer und Diplomat Johann Matthison bringt wieder mal eine italienische Oper in die Hansestadt, die bereits in Neapel, Rom und London aufgeführt wurde. Es ist eine französisch-italienische Tragödie über den Tod des Grafen von Essex und die Liebe der Königin Elisabeth I. zu ihm. Hier allerdings durch geänderte Personen und Orte politisch korrekt maskiert. Die Oper endet mit dem Tod der beiden Haupthelden, was für italienische Libretti der Zeit eine Seltenheit ist. Konkreter zur Oper komme ich gleich. Bekommt man an jenem Tag wohl mit, dass es ein 157. Geburtstag von Komponisten Claudio Monteverdi ist? Aber heute weiß das doch jeder, oder? Jedenfalls steht dieser Jahrestag nicht in der Hamburger Tageszeitung Relationskurier. Dafür bekommt man reichlich andere Neuigkeiten zu lesen. Die türkische Armee baut eine Brücke über die Donau, wobei der Friede mit Russland für 6 Jahre geschlossen sei. Aus Stockholm hört man, dass der Hafen und das ganze Baltische Meer nun eisfrei, sodass die Verbindung mit St. Petersburg wiederhergestellt sei. In der Westminster Abtei in London fällt kurz nach dem Gottesdienst ein großer Stein von der Decke herunter, neben dem Platz, wo auch oft Könige und Königinnen von England gekrönt werden, weswegen zwar niemand zu Schaden komme, aber der Chorgiebel abgerissen und ganz von neuem aufgebaut werden solle. Und der 14-jährige französische König inspiziert die Garde bei Versailles. Auf der Rückfahrt kriegt er unterwegs Appetit zum Essen und kehrt wegen der Dringlichkeit bei einem Bauer ein. Es ist spät abends und der Bauer hat kaum etwas anzubieten, also verzehrt seine Majestät mit großem Wohlschmack einen Karpfen, ein paar Eier und etwas Salat. Und dann ging man in die Oper. Der Vorhang geht auf und wir sehen einen zur Hochzeit herrlich zubereiteten königlichen Saal. Wir sind in Persepolis, der Hauptstadt von Persien. Es beginnt eine ansehnliche Rejuissance, eine Ballettszene voller Freude und Anmut. Diese setzt Matthison als eine einzige Gelegenheit zum Tanzen ein, da es in der ganzen Opera wegen ihres sonderbaren Inhalts keine andere Stelle für ein Ballett möglich sei. Es wird abwechselnd von Einzelnen, von Paaren oder im Chor getanzt und gesungen. Die Heiterkeit und Freude haben aber bald ihr Ende. Diese Oper scheint es wirklich den Namen Tragödie aus allen Kräften zu entsprechen. Im Verlauf der Oper wird der General Arsaces verhaftet, weil er einen Aufstand gegen seine Königin Statira angeführt hat. Er trägt zu seinem Untergang bei, indem er sich weigert, Statira, die ihn liebt und ihn retten würde, wenn sie könnte, den Grund seiner Rebellion zu öffnen. Der wahre Grund ist, dass er heimlich in die Prinzessin Rosmiri verliebt ist und ihre Zwangsheirat mit dem Edelmann Mitrane verhindern will. Eine von seinem Feind Altabano verbreitete Falschmeldung, die Arsaces mit dem Thronprätendenten Dario in Verbindung bringt, trägt zu Statiras Entschluss bei, das Todesurteil zu unterschreiben. Sie erfährt die Wahrheit zu spät, um die Hinrichtung zu verhindern und ist von der Nachricht von Arsaces Tod so schwer getroffen, dass sie beschließt, zu sterben. Auf dem Schauplatze, so nennt man die Bühne, erscheinen folgende Bilder. Erstens ein königlicher, zur Vermählung herrlich zubereiteter Saal. Zweitens ein Tiergarten. Drittens ein königliches Zimmer.
Viertens eine Ratsstube mit einem Thron und Sesseln rundumher. Fünftens ein Kabinett mit Stühlen und einem Schreibtisch. Sechstens ein Ort voller Säulen. Siebtens ein Gefängnis und schließlich achtens ein königlicher Garten. Wer sind die Menschen, ohne die diese Opernaufführung nicht möglich gewesen wäre? Der Franzose Thomas Corneille schreibt die Tragödie Le Conte de Sex 1678 im Gründungsjahr der Hamburger Oper. Monsieur Corneille ist der Autor vom Lexikon der Künste und Wissenschaften, Übersetzer von Ovids Metamorphosen und trotz seiner eingetretenen Blindheit noch Verfasser von universellen Wörterbuch der Geographie und Geschichte. Der Dichter Antonio Salvi verfasste 1718 für das neapolitanische Teatro San Bartolomeo den Operntext für die Oper Amore e Maestà nach der Tragödie von Corneille. Signore Salvi ist eigentlich hauptberuflich Arzt, schreibt aber Libretti für die berühmten Händel, Vivaldi oder Scarlatti. Giuseppe Maria Orlandini, uns bereits bekannt, vertont den Text von Salvi in Amore e Maestà. Diese Oper importiert der Hamburger Johann Matthison für den Schauplatz, also die Gänsemarktoper. Außer der Musik von Orlandini und Matthison, der eine große Chaconne und die deutschen Rezitative dazu komponiert, gibt es noch einen dritten. Es ist ein gewisser Filippo Amadei, der sicherlich nur für die wenigsten bekannt sein dürfte. Dabei ist der Italiener hauptberuflich Cellist, ein wohl angesehener und Virtuoser, ein sehr erfolgreicher Komponist. In den 1720er Jahren hält er sich in London unter dem Namen Signore Pippo auf. Er ist Mitglied des Orchesters der neu gegründeten Royal Academy of Music unter deren musikalischen Leiter Händel. Signore Pippo fügt 14 Arien zu Orlandinis Oper Amore e Maestà hinzu, die unter dem Titel Arsace in London 1721 aufgeführt wird. Gemeinsam mit Händel und Bononcini komponiert er die Oper Muzio Scivola, also den ersten Akt. Obwohl wir sehr wenig über ihn wissen, ist erstaunlicherweise ein Porträt von Filippo Amadei erhalten, keine Selbstverständlichkeit zu dieser Zeit. Das Stück verlangt, ein sehr seltener Fall, nur 6 Personen. Die Namen der Sänger stehen im Libretto. Zu dieser Zeit wird eine Opernaufführung stets von ihrem Verfasser geleitet und dirigiert. Da aber die beiden Italiener Orlandini und Amadei wohl nicht in Hamburg sind, leitet höchstwahrscheinlich Johann Matthison die Oper. Er ist derjenige, der sie ja auch in die Hamburger aufführungstaugliche Form bringt. Als Bühnenbildner wird Tobias Querfurt genannt, ein deutscher Maler, Radierer und Eisenschneider. Seine Wirkungsstätten sind Braunschweig, Wolfenbüttel und eben zu der Zeit Hamburg. Er arbeitet auch am Braunschweiger Opernhaus am Hagemarkt mit Johann Oswald Harms, der für sehr viele Hamburger Dekorationen verantwortlich ist. Über den Ballettmeister Monsieur Baptiste und die Tänzer, aber auch über die Orchestermusiker ist uns so gut wie nichts bekannt. Nach der Premiere im Jahr 1722 wurde diese Oper fast bis zum Ende des Gänsemarkttheaters 55 Mal wiederholt. Ein absolutes Repertoirestück, wie wir heute sagen würden. Das Notmaterial befand sich vor dem Zweiten Weltkrieg in Berlin. Heute ist es noch nicht wieder aufgetaucht. Am 25. Mai berichten wir wieder über den Tag vor 300 Jahren, wo die Oper Zenobia von Georg Friedrich Händel in Hamburg aufgeführt wurde. Bis bald! Gefördert durch Kulturgemeinschaften, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und Kulturstiftung der Länder.